Hast du am Ende des Tages geschwollene Beine und dicke Füße? In diesem Video zeige ich dir 3 einfache Übungen, womit du die Muskelpumpe aktivieren kannst und dadurch wieder schlanke Beine bekommst. Wenn du im Alltag viel stehen musst oder zu lange mit angewinkelten Beinen sitzt, ist der Druck auf deine Beine und auf die Gefäße erhöht. Und dadurch tritt die Flüssigkeit aus den Gefäßen raus. Die Muskulatur von deinen Unterschenkeln wirken wie eine große Pumpe. Die beiden Wadenmuskeln sorgen dafür, dass Flüssigkeit wieder zurück ins Gefäß gefördert wird. Und durch den erhöhten Druck wird diese Flüssigkeit wieder nach oben transportiert, zu deinem Kreislauf wieder zurück. Je nachdem, welche Haltung du im Alltag einnimmst, kann diese Muskelpumpe besser oder schlechter funktionieren. Außerdem haben Studien gezeigt, dass Übungen mit weniger Gewichtsbelastung auf den unteren Extremitäten, auf die Beine, besser wirken für den Abtransport als zum Beispiel mit viel Gewicht wie beim Joggen. Fahrradfahren wäre besser also, als joggen zu gehen. So, lass uns dann mal loslegen mit den 3 Übungen, die du am Ende des Tages zu Hause machen kannst, damit du wieder schlanke Beine bekommst. Die Muskelpumpe, das heißt deine Wademuskulatur, die bringt deinen Fuß nach unten in Fußspitze. Für die erste Übung kannst du dich ganz gemütlich auf den Couch oder auf den Boden hinlegen und du legst ein paar Kissen unter deine Beine. Deine Beine sollen ungefähr in 45 Grad zur Hüfte gelagert sein. Und in dieser Haltung einfach mal die Fußspitze zu dir ranziehen, so weit wie du kannst, und dann nach unten, ein Ballerina-Fuß, ganz weit nach unten. Und das wiederholst du jetzt ein paar Mal. Komplett nach unten und dann auch komplett zu dir ranziehen. Wichtig dabei ist, wenn du jetzt Kissen nutzt, dass du die nicht unbedingt nur in der Kniekehle legst. Am besten dann nur unter die Wade und die Kniekehle lässt du frei. Da die Lymphgefäße und die Lymphknoten in der Kniekehle sind, würdest du durch dieses Abknicken eher den Abtransport verhindern. Jetzt bei der zweiten Übung nutzt du sowohl die Unterschenkelmuskulatur als auch die Oberschenkelmuskulatur. Du solltest jetzt im Liegen Fahrrad fahren. Das heißt, Knie erstmal angewinkelt in 90 Grad, Hüfte in 90 Grad und jetzt versuchst du so weit wie möglich nach unten zu gehen, mit der Fußspitze auf dem Boden, lang streifen und dann wieder hochziehen. Und das mit beiden Beinen. Richtig den Boden berühren mit der Fußspitze, dass die Wadenmuskulatur aktiviert ist und zu dir richtig ranziehen. Das wiederholst du jetzt 5 bis 10 Mal. Kurz zu dir ranziehen, Fußspitze und Füße zu dir, Fußspitze, Füße zu dir und dann das gleiche nochmal ändern. Jetzt heißt es Hacke zu Boden und dann ranziehen in der Luft. Hacke zu Boden und ranziehen in der Luft. Wenn dir diese Übung zu schwer ist, wegen die Lendenwirbelsäule, kannst du es auch mit einem Bein machen. Das heißt, du stellst ein Bein an und machst dann erstmal diese Fahrradbewegung, 1 Minute lang und dann wieder strecken in die andere Richtung, 1 Minute lang. Dadurch, dass du jetzt nur mit einem Bein arbeitest, ist es viel leichter. Wenn du es aber schaffst, wäre es viel besser, dass du es mit den beiden Beinen gleichzeitig machst. Und jetzt nutzt du zusätzlich die Schwerkraft, um den Abtransport von Flüssigkeit zu optimieren. Ein Bein bleibt jetzt aufgestellt, das andere Bein streckst du jetzt so weit wie du kannst Richtung Decke. Das Knie soll komplett durchgestreckt sein oder zumindest so doll wie du kannst. Du umgreifst hinter deine Oberschenkel. Ganz wichtig, nicht in der Kniekehle. Unten an der Oberschenkel umgreifen. Die Hände ein bisschen verschränken, umgreifen und in dieser Haltung Fußspitze, Wadenmuskulatur anspannen und dann ganz weit nach oben Hacke zur Decke. Fußspitze und dann Hacke zur Decke. Vor allem, wenn du jetzt Hacke zur Decke kommst, die Ferse Richtung Decke bringst, dadurch wirst du auch noch eine zusätzliche Dehnung spüren von der Wade. Und hier die Anspannung. Und diese Übung solltest du jetzt
je Seite auch nochmal 15 Wiederholungen machen. Wenn du bei der Seite fertig bist, Bein wieder nach unten, kurz einatmen, ausatmen im Bauch und dann nochmal das gleiche auf die andere Seite. Das gegenüberliegende Bein wird jetzt aufgestellt, damit hast du eine Stabilität für deine Lendenwirbelsäule. Du umkreist hinten an der Oberschenkel, nicht an der Kniekehle. Und jetzt hier nochmal Fuß zur Decke und dann die Zehe zu dir ranziehen. Hacke zur Decke. Ballerina-Fuß und Hacke zur Decke. Durch die Aktivierung der Wadenmuskulatur verbesserst du den Abtransport von Flüssigkeit. Die Rückenlage sorgt dafür, dass die Schwerkraft für dich arbeitet und nicht gegen deine Gefäße. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich, wenn du meinen Kanal abonnierst, damit du keine weiteren Videos verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin!